Ja, guten Morgen hier aus Lviv in der Ukraine. Ich muss jetzt erstmal hier aus der Stadt mich rausquälen. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem haben wir hier viel Kopfsteinpflaster. Deswegen fahre ich jetzt gerade hier auf dem Gehsteig. Und die heutige Tour hat ungefähr 85 Kilometer. Das sind wohl ja, ein, zwei Rennrad-Highlights laut Komoot auf der Tour. Irgendein Schloss und noch irgendwas, ich weiß gar nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erstmal hier aus der City raus. Ist alles sehr altertümlich hier. Grobes Kopfsteinpflaster, nicht so wie in der Nürnberger Altstadt. Das ist hier schon ein bisschen andere Kategorie. Hier geht es ja noch, aber in der Altstadt, da sind richtige Krater zwischen den Pflastersteinen. Also dann melde ich mich wieder, sobald ich die Stadt verlassen habe und wir auf dem Land draußen sind. Ja, Fahrradweg hier, also gut, dann nehmen wir den auch. Wir sind ja pflichtbewusst. Auch hier laufen sie auf dem Fahrradweg. Ich bin immer noch nicht so weit östlich. Naja, wobei Philippinen und so und Thailand, da wurde der auch zweckentfremdet. Irgendwie ist das ein weltweites Problem. Da haben sie ihre Verkaufsstände auf dem Fahrradweg abgestellt und keine Ahnung, was auch immer. Allerdings über den Kreisverkehr geradeaus rüber zu fahren, ist hier ein bisschen Spießrutenlauf. Du musst erst einmal weg vom Kreisel, hier über die Kreuzung, durch irgendwelche Splitter noch durch, die hier rumliegen. Und dann wieder zurück zum Kreisel, um dann letztendlich in die gewünschte Richtung fahren zu können. Aber gut, wir passen uns an, kriegen wir schon hin, kein Problem. So, hier sind wir wieder back on track. Hier der E-Biker versägt mich. Unglaublich. Ja, die fahren ja aber schneller als 25, die sind nicht abgeriegelt. Alles möglich hier. Ja, auch hier sind ja Rennradfahrer unterwegs. Geil. Also wenn die hier schon mal lang fahren, dann habe ich eine gute Route ausgewählt anscheinend. Lustig, da drüben ist ein Verkehrsübungsplatz, wie in Ziegelstein in Nürnberg. Mit Autoreifen hier den Parcours aufgebaut und dann fahren sie hier und üben. Ja, das haben manche hier auch bitter nötig, weil die fahren hier teilweise wie eine gesenkte Sau, wie man es schön sagt in Bayern. Auf der Herfahrt hier nach Lviv, was ich da so gesehen habe, da wird überholt bei Gegenverkehr mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit, wie du selber fährst. Das ist schon ja, gewöhnungsbedürftig. Aber guck an, ja, so machen die das, die Fahranfänger hier. Jawohl, da sitzt auch einer neben mir dran. Gut, sehr schön, üb schön. Und nebenan ist gleich die Tankstelle. Falls der Sprit ausgeht, können Sie gleich nachtanken. Sprit kostet hier übrigens, gute Frage, hier 50, zwischen 50 und 56 Hryvnia. 43 sind 1 Euro, könnt ihr euch jetzt ausrechnen.
kurz umkehren, weil hier sah ich was. An der Seite noch mal so ein Riesenteil. Da muss ich mal hinterfahren. Das ist ja krass hier. Das sah ich jetzt zufällig zwischen den Bäumen. Seht ihr gleich. Heftig. Das sah aber von vorne schön aus. Hier ist jetzt ein bisschen Bau, aber die Rückseite ist nicht so schön. Vorne sah das total gigantisch aus. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal einen Blick erhaschen kann. Muss ich noch mal vor zur Hauptstraße. Unterwegs, die ukrainischen Rennradfahrer. Ja, da war Humaul schon. Ich hätte hier irgendwo rechts abbiegen sollen, aber da war nur Wald, da war nichts. Weil hier ist irgendwo der See da drüben, aber jetzt komme ich da gar nicht so richtig hin. Hier hört auch die Straße auf. Ja, ich versuche mal hier irgendwie querfeld einzufahren. Wobei ich das halt gar nicht mag, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier in der Walachei mir einen Platten einzufahren. Aber hier ist auch schon wieder Ende. Schade. Extra hier den Umweg gemacht, aber Fangpaddleur gibt nicht auf. Ich werde mir jetzt meinen Weg da irgendwie durchbahnen, weil wenn ich schon mal hier bin, will ich auch den See sehen. Der dürfte jetzt nicht weit weg sein. Na also, nicht aufgeben. Alles halb so wild, ist halt ein bisschen sandig. Hier muss man auch geben. Oh, so ein bisschen wie Treibsand. Da zieht dann gerne mal das Vorderrad weg. Oh, aber ist der schön. Der ist schön, der gefällt mir. Mal gleich mal näher ran. Das sieht ja idyllisch aus. Erstmal hier einen Blick erhaschen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so auf der Kamera sieht, aber der hat eine schöne Farbe, finde ich. Gut, jetzt hier mit dem Sand ist nicht so schön, aber außenrum das Grün. Liegt da schön idyllisch. Da oben fliegt irgendwas. Oder? Nee, das. Ich dachte jetzt schon, hier so komische Geräusche. Ich dachte erst, da fliegt irgendwas über mir. Ich dachte schon eine Drohne oder so. Und dann kam das aber immer näher und eher so ein Rumpeln. Jetzt dachte ich, da fährt ein Zug. Dabei ist es hier dieser LKW da mit seinem Kran und der schleift da was hinter sich her. Eieiei, der hat ja komisches Geräusch jetzt gemacht. So sieht es hier aus, also ganz runter fahre ich jetzt nicht. Das sieht man hier besser. Ja, das scheint hier irgendwie, was machen die hier? Irgendwie Sand irgendwie abgraben oder was, der Teufel? Irgendwie so eine Sandgrube. Ja, das ist der See. Ah ja, da hinten ist irgendwie, da wird irgendwas. Da hinten ist irgendwie so eine Art Baugrube, Sandgrube, whatever. Okay, dann geht es wieder zurück an die Hauptstraße und weiter. So, von da hinten kam ich, von dem See, und hier ist sogar ein kleiner Convenience Store, so ein kleiner Shop. Allerdings keiner da. Ja, kann man sich Getränke holen, ein Eis und vielleicht noch irgendwelche Snacks. Aber ist eine dicke Kette davor, macht gerade Urlaub. Ja, und er hier drüben verbrennt sein Feld, so ein bisschen wie in Thailand. Alles, was nicht gebraucht wird, wird verbrannt. Eieiei, wäre bei uns auch undenkbar. Schnell weg hier, die Luft wird schlechter.
So much when I fly away, but the sun and the rain coming over my face. Wash away all the shame. When I stop and stare, don't worry me, cause I'm feeling for her. I can try to pretend, I can try to forget, but it's driving me mad. Going on, all the things you said, running through my head, running through my head, running through my head. All the things you said, running through my head, running through my head. All the things you said, all the things you said is not enough. Immer Augen auf, immer auf die Straße die Augen richten, weil hier gibt es dann teilweise solche Löcher. Gut, die waren jetzt in der Fahrbahnmitte, aber können natürlich auch auf deiner Seite sein. Oft hat man auch so ziemliche Auswaschungen, wo diese, ja, wie hier zum Beispiel, sind richtige Beulen auf der Straße durch den Schwerlastverkehr. Also man muss immer konzentriert sein hier. Aber gut, das muss man immer und überall. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sniffing that a pearly pop, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sniffing that a pearly pop, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sniffing that a pearly pop, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We fear how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. So, jetzt sind wir mal wieder in einem größeren Ort hier. Da vorne geht es irgendwie in die Stadt rein, in den Ort, ist so ein Tor. Das schaut recht interessant aus, gucken wir uns mal an. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Irgendeine Kirche sehe ich hier schon wieder, also religiös sind sie ja. Eieiei, schau mal her, ein Riesenteil. Wow. Wie bin ich denn hier gelandet? Das sieht ja genial aus. So mitten im Nichts. Heftig. Hier gucken wir uns mal um. Ein riesen Platz hier. Nicht schlecht. Ja, das ist das Schloss Skowka. Skowka. Genau, das hatte ich mit eingeplant auf der Route. Habe mich schon gewundert, was hier auf einmal emporsteigt, mitten im Nichts. Aber das ist ja das Highlight der Tour. Also nicht hier der Van, aber hier diese Kirche und das Schloss und der Lader auch und der Marktplatz. Da fahren wir jetzt mal drüber. Jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um.
Hier macht es auch Radtour. Ja, sehr schön hier. Ich bin positiv überrascht. Das ist ein richtig schöner Ort. Riesenplatz. Hier mit den schönen alten Häusern, die Cafés dazwischen. Apropos Kaffee, ich glaube, da gönne ich mir jetzt ein Tässchen. Das habe ich mir verdient. Und dann geht es weiter Richtung Lviv wieder. Und mittendrin dann so ein schöner alter Lader. Ohne Rußpartikelfelder. Aber es ist echt gemütlich hier. Hier ist nochmal ein Café. Friendly heißt es. Vielleicht gehe ich hierher. Staff only. Wir gucken mal. So, hier habe ich jetzt geordert. Ein Kaffee und eine Cola. Hier sind die Preise übrigens. Also wie gesagt, 43 ist 1 Euro. Also der kostet weniger als 1 Euro der Americano-Kaffee. Und die Cola genauso. Also 80 Hryvnia oder wie das heißt. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Also knapp 2 Euro. Kann man mitleben, oder? So, ich ziehe wieder von dannen, weil hinter mir rumpelt. Da zieht ein Gewitter auf. Ich habe jetzt nichts dabei. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass heute schönes Wetter ist. So war es zumindest vorhergesagt, aber naja, so ist es ja mit den Wettervorhersagen. Und dann schaue ich jetzt mal, dass ich wieder Richtung Lviv komme. Ich blende vielleicht noch die eine oder andere Szene ein, wenn ich noch irgendwas Schönes sehe. Ansonsten war es das von dem Video. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Und schalte wieder ein dann beim nächsten Video. Es kommen noch 1, 2 hier aus der Ecke. Und ja, bis dann. Ihr habt euch wohl, schwingt euch aufs Rad. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, ich habe jetzt nochmal eine Abkürzung hier genommen, weil auf dieser Hauptverkehrsstraße war so die Hölle los. Es war sehr angsteinflößend, dafür bin ich jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Militärgebiet. Das sind lauter Wachtürme, ich weiß gar nicht, ob da jemand drin steht, das sieht zumindest so aus. Bis jetzt hat keiner was gesagt, ob ich hier lang darf, aber ich bin ja abseits des Geländes. Hauptsache ich bin weg vom Verkehr. Schaut irgendwie ziemlich verlassen aus hier. Na, da ist gar keiner drin, da oben im Turm. Keine Ahnung, was das hier ist. Mir auch egal. Ich will irgendwie so ruhig wie möglich nach Lviv. Und da ist nur so ein Weg ganz recht.